Hallo allerseits, ich habe mal wieder leihweise ein tolles Spur 1 Lokomotivmodell im Maßstab 1:32 erhalten. Diesmal ist es eine Zahnradlokomotive der Baureihe 97-1 von Fine Models. Die Lok wird in einer sehr kleinen Auflage von maximal 40 Exemplaren gefertigt. Ich habe für dieses Preview-Video das erste fahrfähige Handmuster von Fine Models erhalten. Deshalb muss ich jetzt unbedingt betonen, dass die hier zu sehende Lok natürlich noch ein paar kleine Montagefehler hat, wie beispielsweise an einer Stelle eine auf dem Kopf stehende Beschriftung und auf der anderen Seite ein Schlitz zwischen Führerstand und Rahmen. Außerdem ist der bald im Video zu hörende Sound wohl auch noch nicht endgültig. Nun aber etwas mehr Informationen zum Modell und zum Vorbild. Das Vorbild dieser Lok wurde ab 1912 in 4 Exemplaren an die Königlich Bayerische Staatsbahn ausgeliefert und hatte damals die Gattungsbezeichnung Bayerische PTZL 3/4. Fine Models will maximal 40 Exemplare dieses Modells ausliefern. Sie werden derzeit in Korea in Handarbeit aus Messing und Edelstahl gefertigt. Die Produktion ist verteilt auf 7 Varianten der Epochen 1 bis 3. Ich habe für dieses Video die 97101 im Betriebszustand des Jahres 1962 erhalten. Im Zahnradbahn-Vorbildeinsatz waren die Loks übrigens bis Anfang 1963 auf der Bahnstrecke Erlau-Wegscheid im Raum Passau und verschrottet wurden die 4 Exemplare dann im Jahr 1964. Bei einer Kleinserienproduktionsmenge von nur maximal 40 Exemplaren kann man sicherlich schon fast erahnen, dass die Spur 1 Lok von Fine Models kein billiges Vergnügen ist. Ich sage es mal ganz vorsichtig, sie wird für einen Listenpreis von 8.950 € angeboten. Nun ein Blick auf die Waage. Das Modell hat ein Gewicht von 2,95 Kilogramm. Und die Länge, die beträgt vorbildgerecht etwa 33,5 Zentimeter. Kommen wir zu den Lichtfunktionen des Modells, die natürlich bei diesem Handmuster auch noch nicht 100%ig fertiggestellt sind. Die Beleuchtungen erfolgen momentan noch mit gelben Leuchtdioden, sollen dann aber im Serienmodell in Warmweiß sein. Hier ist noch ein Geräusch der Lichtmaschine, das kann man abschalten. Dann lässt sich separat zuschalten das dritte Spitzenlicht, auch das ist fahrtrichtungsabhängig, wenn man also rückwärts fährt, wird umgeschaltet. Dann gibt es noch eine zuschaltbare Triebwerksbeleuchtung. Und schließlich gibt es noch eine Führerstandsbeleuchtung. Wenn wir schon dabei sind, schauen wir auch gleich in den Führerstand hinein. Hierzu kann man bei diesem Modell sogar relativ einfach das Dach abnehmen. Dann noch ein kleines Detail. Die Fensteröffnung an der Seite kann man verkleinern. Jetzt spiele ich mal einige der Geräusche des Modells ab und zeige währenddessen wieder viele Detailaufnahmen des Modells. Beginnen wir mit der Pfeife. Die gibt es als lange Pfeife oder als Kurzpfiff. Dann eine Glocke. Den Injektor, die Luftpumpe, ein Schaffnerpfiff, Wasserfassen,
Eine Bahnhofsansage. Alles einsteigen bitte, die Fahrt geht weiter. Noch eine zweite Bahnhofsdurchsage. Vorsicht, zurückbleiben bitte. Das Sicherheitsventil. Das Geräusch des Sandens. Das Abschlammen. Und dann noch das Kohleschaufeln. Zwei weitere Geräusche gibt es nur während der Fahrt. Dazu schalte ich jetzt das Fahrtgeräusch ein. Und zwar das Geräusch bei den Schienenstößen und das Kurvenquietschen. Schalte ich jetzt mal das Geräusch ein. Jetzt fahre ich an. Jetzt schalte ich das Spurkranzquietschen bei Kurvenfahrten ein. Und jetzt die Schienenstöße. Dann hat dieses Modell eine Steuerung, die bei Fahrtrichtungswechsel sich bewegt. Jetzt kommen wir zur großen Besonderheit dieses Modells, zum Zahnradtriebwerk. Für den Schaubetrieb lasse ich das jetzt mal fahren ohne das Reibungstriebwerk. Normal ist das natürlich ja nicht der Fall, aber man kann das hier in diesem Falle tatsächlich mal zeigen. Das Zahnradtriebwerk ist wunderschön nachgebildet, allerdings funktioniert das vordere Zahnrad nur als Mitläufer. Es ist also nur eines elektrifiziert per Motor. Ich zeige dann später auch mit einer Zahnstange, wie das tatsächlich dann im Fahrbetrieb funktioniert. Jetzt kommt der komplette Verbundtriebwerkbetrieb inklusive Sound, also Reibungstriebwerk plus Zahnradtriebwerk. Man sieht, dass das vorbildgerecht ist. Das Zahnradtriebwerk arbeitet mit mehr als der doppelten Geschwindigkeit. Allerdings muss ich jetzt nochmal erwähnen, dass das alles bei diesem Handmuster noch nicht endgültig aufeinander abgestimmt ist. Nun noch das Verbundtriebwerk bei Rückwärtsfahrt.
Bergab wurde üblicherweise im Rollbetrieb vom Lokführer die Gegendruckbremse aktiviert. Das wird hier per Funktionstaste nachgebildet, wobei dann auch die Steuerung gegenläufig zur Fahrtrichtung umgestellt wird. Das aufwendige funktionstüchtige Zahnradtriebwerk bringt übrigens leider mit sich, dass Feinmodels bei diesem Modell auf die Integration eines Rauchentwicklers verzichtet hat. Jetzt mal zwei kleine Probefahrten auf meinen Testgleismodulen. Zunächst die erste Fahrt in der langsamsten Fahrstufe, damit man mal sieht, wie schön langsam dieses Modell fahren kann. In Fahrstufe 1 braucht es für 1 Meter volle 6 Minuten. Das entspricht einer Vorbildgeschwindigkeit von gerade mal 0,3 Stundenkilometer. Jetzt aber ein bisschen schneller. Und jetzt die Probefahrt dann mit Geräuschen. Alles einsteigen bitte, die Fahrt geht weiter. Vorsicht, zurückbleiben bitte. Auf meinen Testmodulen habe ich leider nur Weichen mit 1020 mm Radius, deshalb kann ich die Lok jetzt hier nicht durch die engen Radien fahren lassen, weil dieses Modell auf einen Mindestradius von 1176 mm ausgelegt ist. Allerdings habe ich einen Bogen auf der Gegenseite, der mit diesem Radius ausgestattet ist, deshalb kann ich das jetzt hier mal zeigen. Alles einsteigen bitte, die Fahrt geht weiter. Vorsicht, zurückbleiben bitte. Zu guter Letzt habe ich jetzt noch provisorisch eine kleine Steilstrecke aufgebaut mit etwa 8% Steigung. Das ist etwas mehr als vorbildgerecht. Vorbildgerecht war damals 7,3% im steilsten Zahnstangenabschnitt. Die Zahnstangen habe ich leihweise von Feinmodels auch erhalten
und habe die hier mal provisorisch montiert. Die Montage ist etwas kompliziert und erfordert viel Geduld und ich habe das jetzt hier einigermaßen hinbekommen, um das hier mal vorführen zu können. Hier sieht man auch die Verbindung von zwei Zahnstangen. Ich zeige jetzt mal die Zahnstange mal im Detail. Der Zahnstangenteil besteht aus 50 cm langen Abschnitten, die man ans Gleis montieren muss mit Hilfe dieser Konsolen. Und die Zahnstange wird dann an dieser Konsole mit einer kleinen Madenschraube befestigt. Das zeige ich jetzt hier auch mal. Und dann wird diese Konsole auch mit 2 Schrauben ins Gleisbett verschraubt. So, jetzt kann es losgehen mit der Zahnradbahnfahrt der Baureihe 97.1 bei 8% Steigung. Bergab werde ich jetzt dann nach einiger Zeit die Gegendruckbremse zuschalten. Das war's mit meinem Preview der Zahnradbahndampflok der Baureihe 97.1 von Fine Models. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht und ich würde mich freuen, wenn Sie meinen YouTube-Kanal mal wieder besuchen würden.